ich hier ein kleines Problem. Ich sitze hier komplett auf dem Stein auf und komme da auch nicht mehr raus. Jetzt muss ich mir wirklich irgendwas überlegen, was ich hier machen kann. Sind jetzt noch genau 20 Minuten bis zum Einstieg zum Offroad-Track. Und mein Ziel ist es, in den Dumitor Nationalpark zu fahren. Da dort aber schon einiges asphaltiert ist, habe ich mir einen sehr, sehr langen Offroad-Track durch die Berge dorthin gesucht. Der Regen kann natürlich zur Herausforderung werden, aber natürlich kann es auch deutlich spaßiger werden. Ich bin jetzt an meinem Wegpunkt angekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier oben so frisch ist. Hier hinten startet der Track, da geht die normale Straße weiter. Ich werde jetzt erst noch was Kleines essen, weil die ganze Kurvenstraße hat mich hungrig gemacht. Und dann starten wir auf den Track, der komplett einmal quer durch Montenegro führt. Und ich bin gespannt, was mich erwartet. Die gute Nachricht ist, der Regen hat inzwischen auch aufgehört. Ich habe hier noch ein paar Reste vom Grillen gestern, die werde ich jetzt essen und dann mache ich mich auf den Weg. Noch einmal kurz Wasser auffüllen und dann kann es losgehen. Hier ist übrigens absolutes Bärengebiet, das heißt, hier in den Wäldern leben sehr, sehr viele Braunbären. Ich gehe nicht davon aus, dass wir einen sehen. Wenn wir aber einen sehen, dann wird das absolute Highlight. So, ich bin jetzt auf dem Trail. Hier startet er schon mal mit einer sehr, sehr schönen Aussicht. Ja, irgendwie ist hier leider mein iPad bzw. mein Trackpad ausgefallen. Naja, jetzt navigieren wir hier auf dem Handy weiter. Das ist auf jeden Fall die Route. Geht es jetzt erstmal hier die 17 Kilometer bis ganz nach oben, bis hier wieder eine große Straße kommt. Der Track ist bis jetzt extrem schön, nicht sonderlich anspruchsvoll, allerdings liegen hier auch immer wieder überall solche Steine rum und die sind natürlich für den Reifen nicht so geil. Ich fahre jetzt schon einige Stunden hier auf diesem Track. Am Anfang war der relativ einfach, jetzt wird er schon ein bisschen anspruchsvoller. Ist mega cool, weil sich die Landschaft hier einfach die ganze Zeit komplett verändert.
und kurz danach hatte ich leider ein kleines Problem. Ja, manchmal frage ich mich auch, wie dumm kann man eigentlich sein? Ich bin leider aus eigener Dummheit einfach abgerutscht und jetzt stehen wir hier komplett auf. Ich kann weder vorwärts noch zurück. Eieiei, so dumm. Ja, ich stehe jetzt hier und überlege, wie ich mich selber befreien kann. So, hier habe ich jetzt ein paar Holzlatten gefunden und ich hoffe, dass ich irgendwie damit wieder rauskomme. Ich habe jetzt da unten mit diesem scheiß kleinen Hammer die Mauer auseinandergenommen. Jetzt ist der theoretisch wieder frei. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Platz im Differential. Dann muss ich das hier sauber unterlegen. So, bitte drückt mir die Daumen, dass ich das jetzt mit einem Versuch schaffe, weil ich habe keinen Bock mehr. Einfach in diesem scheiß Loch stecken geblieben. Aber wir haben es rausgeschafft. Also wirklich, es war nicht mal eine coole Offroad-Aktion. Unten einmal angucken, das hier jetzt komplett verbogen, das hier vom Querlenker, das hier vom Dämpfer. Hier der Anschlag hat sich direkt einmal im Grab umgedreht, wie man so schön sagt. Es war einfach Dummheit. Zurückfahren ist auch langweilig, also ziehen wir es jetzt einfach durch. So, hier geht's jetzt
wie man hier sieht, im Zickzack ab nach unten. Die Kehren sind tatsächlich so eng, dass man eigentlich jedes Mal zurücksetzen muss. Ich glaube, wenn ich jetzt hier die Kehren gefahren bin, dann werde ich auf jeden Fall irgendwo mal anhalten. Oh, nee, eine Sache fehlt noch. Ich habe hier noch ein gutes Elba, das habe ich mir aus Albanien mitgenommen. Das werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal genießen. Und zwar nicht aus der Dose, sondern aus einem guten Afri Festivalbecher. Oh, was ein Tag. Okay, erstmal zum Wohl. Aus meiner Kaffeepause heute Mittag wurde leider nichts, deswegen gibt es jetzt eine Bierpause. Ich bin tatsächlich von 10 Uhr bis jetzt durchgefahren. Ich hatte vor, den ersten Part von dem Offroad-Track zu fahren. Das wären ungefähr 17 Kilometer gewesen. Am Ende bin ich 45 Kilometer gefahren und ich muss sagen, es war ein mega geiler Track. Ich hätte nicht gedacht, dass Montenegro so coole Offroad-Tracks hat. Ich glaube, in Deutschland, wenn Leute auf diesem Weg wandern sind und einem entgegenkommen, sind die stinksauer, dass man dort fährt. Und hier, die Leute freuen sich, winken einem. Also es ist absolut genial. Am Anfang wirkte es wie eine Schotterpiste, ist dann aber tatsächlich immer anspruchsvoller geworden mit tiefen Auswaschungen, Verschränkungen und einigen felsigen Abschnitten. Ich fand es mega geil. Es sieht so aus, als würde es gleich regnen. Ich werde mir jetzt schnell was zu essen machen und morgen fahren wir den zweiten Part Richtung Dumitor Nationalpark. Unglaublich, wo wir hier sind. Es ist arschkalt hier oben, im Dorf unten war es noch super warm und der Track wird zunehmend anspruchsvoller. Das allergrößte Problem ist leider, ich habe die ganze Zeit hier so ein metallisches Knacken gehört, habe mich jetzt mal drunter gelegt und habe gesehen, dass das Gelenk vom Dreieckslenker komplett ausgeschlagen ist und lässt sich auch nicht mehr festziehen.
Das Problem ist, ich habe bestimmt noch 2 Stunden Offroad-Track vor mir. Ich werde jetzt mit 5 bis 10 km/h weiterfahren und die Geräusche, die hier von der Hinterachse kommen, klingen auf jeden Fall nicht geil. Und der Weg hier ist natürlich auch sehr wackelig und beansprucht die Hinterachse ganz schön, aber da muss ich jetzt durch. Ja, ich habe jetzt leider ein kleines Problem, und zwar das Geräusch von meinem Dreieckslenker wird immer schlimmer. Es ist wirklich ein grauenhaftes Knacken. Eigentlich wäre mein Offroad-Track rechts lang gegangen, noch an einem See vorbei. Ich habe jetzt den linken Track genommen, der sieht ungefähr aus wie hier, also eigentlich nur wie eine relativ einfache Schotterpiste. Und dann hoffe ich, dass ich schnell in einen Ort komme, dass sie mir das fixen können, dass ich dann den Offroad-Track vielleicht später oder morgen nochmal zu Ende fahren kann. Ich habe jetzt hier einen Mechaniker rausgesucht im nächsten Dorf, der macht eine halbe Stunde zu, deswegen baller ich da jetzt mal hin und mal gucken, ob der mir helfen kann oder vielleicht bis morgen einen Dreieckslenker sogar besorgen kann. So, für mich ist es jetzt erstmal vorbei mit Offroad in Montenegro. Ich muss zusehen, dass ich einen neuen Dreieckslenker besorge, aber alles in allem hat dieses Land mich extrem positiv überrascht. Diese ganzen Offroad-Tracks, die Menschen hier, diese Gastfreundlichkeit und die Landschaft ist wirklich unglaublich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um keine neuen Abenteuer mehr zu verpassen, und wir sehen uns in Kürze wieder.